Willkommen zurück. Es geht darum, kritisches Feedback auszusprechen. Also, als Mentoren sind wir natürlich in der Situation, siehe unbewusste Inkompetenz, bewusste Inkompetenz, sind wir immer wieder in der Situation, dass wir auch proaktiv kritisches Feedback aussprechen werden, manchmal auch, wenn der Mentee nicht eine explizite Frage stellt, um dem Mentee eben die Möglichkeit zu geben, blinde Flecken zu beseitigen, wenn er es dann möchte, werden wir immer wieder auch proaktiv kritische Punkte ansprechen. Deswegen natürlich die Frage aller Fragen, wie machen wir das möglichst elegant und möglichst so, dass der Mentee das gerne annimmt. Wenn ich in die Runde frage, was kennen Sie bereits als Feedback-Methode, wird immer noch häufig die Sandwich-Methode genannt. Zum Glück immer seltener. Falls Sie an Sandwich gedacht haben, haben Sie hoffentlich gleich ein paar andere Ideen. Falls Sie nicht an Sandwich gedacht haben, sage ich kurz, was es ist, weil wir uns kurz Sandwich-Methode bedeutet, dass es angeblich gut sei, wenn man jemanden kritisieren möchte, erst etwas Positives zu nennen, dann das kritische Feedback auszusprechen und dann wieder etwas Positives zu nennen. Das hat viele Nachteile. Es hat zum Beispiel den Nachteil, dass vielleicht das kritische Feedback gar nicht ernst genommen wird oder nicht richtig als solches wahrgenommen wird von Menschen, die gegenüber Kritik generell nicht so empfänglich sind und da auch auf dem Ohr halbtaub sind. Das heißt, da hat das kritische Feedback den Nachteil, dass es gar nicht als solches wahrgenommen wird. Bei übersensiblen Menschen hat es einen anderen schädlichen Nachteil. Ich hatte mal eine Mitarbeiterin in meinem Team, immer wenn ich sie gelobt habe, das hast du super gemacht, dann sagte sie, aber. Das kommt daher, wenn die Sandwich-Methode sehr weit verbreitet ist, erwarten viele Menschen geradezu, dass nach einem Lob das eigentliche Thema erst kommt. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, denn es entwertet das Lob ganz ungemein. Es entwertet das Lob dazu, das, was man eigentlich sagen möchte, nur festzuhalten. Und das ist schade ums Lob und schade um das kritische Feedback, was man eigentlich ausdrücken sollte. Man entwertet eigentlich beides. Also deswegen meine persönliche Empfehlung, spricht sich gegen die Sandwich-Methode aus. Wir haben aber natürlich ein paar Ideen, was besser ist. Die ersten Ideen kommen aus dem Buch How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie. Gibt es natürlich auch in Deutsch, wie man Freunde gewinnt. Falls Sie Dale Carnegie bereits kennen, Glückwunsch. Falls nicht, ist das hier vielleicht eine Inspiration auch weit über dieses Thema hinaus. Was an diesem Buch so besonders ist, ist, dass es fast 100 Jahre alt ist. Und es ist seit tatsächlich fast 100 Jahren auf internationalen Bestsellerlisten. Es gehört zu den weltweit, glaube ich, 7 meistverkauften Büchern aller Zeiten, Bibel und Koran mitgezählt. Es heißt also, dass der Dale Carnegie in diesem Buch sind ihm wohl ein paar gute Dinge gelungen. Der Titel, wie man Freunde gewinnt, was wirklich drinsteckt im Buch ist, wie gehen wir mit Menschen um? Wie gehen wir miteinander um? Und das gilt, vieles, was da steht, gilt weit über kulturelle Grenzen hinaus und wie man sieht auch über die Jahrzehnte und vielleicht eben Jahrhunderte, weil es einfach die zutiefst menschlichen Prinzipien sind. Und ein Abschnitt in dem Buch handelt von kritischem Feedback. Das möchte ich Ihnen gleich kurz vorstellen. Dale Carnegie schlägt Folgendes vor. Beginnen Sie mit ehrlicher Wertschätzung. Machen Sie indirekt auf Fehler aufmerksam. Sprechen Sie über Ihre eigenen Fehler, bevor Sie Kritik äußern. Stellen Sie Fragen, statt direkt Anweisungen zu geben.
Lassen Sie das Gegenüber Gesicht wahren. Loben Sie die leichteste Verbesserung und loben Sie jede Verbesserung. Geben Sie dem Gegenüber einen hohen Standard, gerecht zu werden. Auf Englisch lautet es: Give the other person a fine reputation to live up to. Lassen Sie Fehler als leicht zu beheben aussehen. Sorgen Sie dafür, dass andere Ihren Empfehlungen gerne folgen. Wenn ich dieses Prinzip in Gruppen persönlich vorstelle, stößt das Konzept oft auf großen Widerstand. Gerade in Deutschland wirkt es sehr weich, unrealistisch, zu weich und weichgespültes Feedback. Und dazu vielleicht einfach einen kleinen Gedanken. Wir sind als Deutsche im internationalen Kontext relativ sachorientiert. Wir stellen im Zweifelsfall eine Sache über eine Beziehung. Das ist in anderen Kulturen anders. In Deutschland wird man sagen, ja, was nützt es, ob du dich traurig oder fröhlich fühlst, wenn das Thema aber eben nun mal so ist. In einer anderen Kultur, in vielen asiatischen Kulturen wird man sagen, was nützt es, ob das Thema so oder so ist, wenn ein Mensch deswegen traurig wird. Das heißt, was priorisieren wir? Und jede Kultur hat einfach bestimmte Stärken, bestimmte Wahrnehmung und bestimmte Dinge, die sie besonders hervorhebt oder in den kulturellen Werten auch verankert. Was ich persönlich bei dem Thema spannend finde, ist, dass wir in Deutschland zwar gut im Austeilen sind, aber durchaus nicht gut im Einstecken sind. Das heißt, wir haben dieselben Bedürfnisse nach Achtung und Anerkennung wie jeder andere Mensch auf der Erde auch. Und wir sind nur nicht ganz so sensibel, uns das zu geben. Und das zumindest hat mich stark ins Nachdenken gebracht, zu sagen, wir können, wenn es so ist, dass wir uns das jeder von uns wünschen, dann können wir uns auch ein Stück mehr davon geben, denn wir leben nur einmal und warum sollten wir uns das Leben nicht einfach so schön wie möglich machen und so angenehm wie möglich machen. Bei den Punkten beginnen Sie mit ehrlicher Wertschätzung. In dem Buch sagt Dale Carnegie, lieber einen kleinen Punkt, aber ehrliche Wertschätzung. Und konzentrieren Sie sich auf Dinge, die Sie tatsächlich auch so meinen und so meinen können. Machen Sie indirekt auf Fehler aufmerksam, zum Beispiel über Fragen. Dann sprechen Sie über Ihren eigenen Fehler, bevor Sie Kritik äußern. Das gehört in dieser Liste zu den für mich größten Aha-Erlebnissen, im Sinne von, dass es so einfach anzuwenden ist und der Effekt grandios. Zum Beispiel, wenn ich jemanden für sein chaotisches Vorgehen kritisieren wollen würde. Am Anfang meines Berufslebens hatte ich auch noch Schwierigkeiten, mich zu organisieren. Das hatte ich an der Uni nicht gelernt. Deswegen, ich kann es verstehen, dass es eben am Anfang des Berufslebens noch ein bisschen schwierig ist. Was haben Sie sich überlegt? Wie wollen Sie vorgehen? Wie wollen Sie da besser werden? Und dieses über eigene Fehler sprechen ist auch etwas, was ganz erheblich bei dem Übernächsten hilft, nämlich Gesicht wahren. Dann Nummer 4, stellen Sie Fragen, statt direkte Anweisungen zu geben. Zum Beispiel, wie haben Sie selbst die Präsentation empfunden? Was ist Ihnen aufgefallen? Was hatten Sie das Gefühl, ist gut gelungen? Wo sehen Sie eventuell selbst noch Lücken? Dann eben das Thema, lassen Sie das Gegenüber Gesicht wahren. Wir wissen, dass es im asiatischen Raum sehr viel weiter an Bedeutung hat, also kulturell in Routinen viel stärker verankert ist, dass wir uns gegenseitig das Gesicht wahren lassen. Es ist uns in Deutschland gleichermaßen wichtig und deswegen ist es etwas, wo wir eben vom Rest der Welt noch ein Stückchen lernen können.
Es gibt andere Dinge, wo wir richtig gut sind und andere von uns lernen. Und es gibt eben Dinge, wo wir vom Rest der Welt lernen können. Und das gehört ganz sicher dazu. Und wie kann ich das mit dem Gesicht wahren zum Beispiel machen? Zum Beispiel, indem ich zuerst über meine eigenen Fehler spreche, beziehungsweise viele andere Punkte dieser Liste. Dann loben Sie die leichteste Verbesserung und loben Sie jede Verbesserung. Sie wissen es vielleicht inzwischen, dass es einfach psychologisch besser funktioniert. Kritik, also was ist nicht gut, funktioniert einfach, um Veränderungen zu triggern, weniger gut als eben einen Moment abzuwarten, wo die Person einen Punkt, vor allen Dingen gilt das bei ich sag mal, hartnäckigen Punkten. Das heißt, bei hartnäckigen Gewohnheiten, die auch nicht über ein einzelnes Feedback auf Anhieb abzulegen sind, gilt dieser Punkt ganz besonders. Loben Sie die leichteste Verbesserung und jede Verbesserung. Und wir Menschen, wir mögen kleine Schokoladenkekse. Das heißt, wenn wir das merken, dass ein bestimmtes Verhalten ein Lob und Freude auf der anderen Seite auslöst, ist das ein wesentlicher, stärkerer Faktor für echte Veränderung als Kritik und schlechtes Gewissen, ein Gefühl zu versagen und so weiter. Also, gerade bei hartnäckigen Themen bei anderen, schauen Sie auf Augenblicke, wo die Person das ein klein bisschen besser macht und loben Sie das. Ha, heute ist Ihnen das besser gelungen. Das hat für mich, ich finde, das macht gleich einen Unterschied. Und schauen Sie sich den Effekt an, macht Spaß. Geben Sie dem Gegenüber einen hohen Standard, gerecht zu werden. Im Englischen eben, give the other person a fine reputation to live up to. Das ist meiner Erfahrung nach auch ein unheimlich starker Trigger. Ich habe selbst eine sehr, sehr starke persönliche Erfahrung dazu. Ich war in der 2. Klasse in einer neuen Schule und wollte so sein wie die anderen Kinder und habe einfach mal kurz geflucht, ein böses Wort benutzt. Und da schaute mich eine meiner Klassenkameraden an und mit großen Augen und sagt, Eleonore, du? Diese Augen werden... Ich habe die nächsten 20 Jahre meines Lebens diesen Begriff nicht noch einmal in den Mund genommen. Meine Eltern hätten mir sonst was sagen können, dass es böse ist und dass es schlecht ist. Aber es gab eine Klassenkameradin, die war persönlich enttäuscht, weil ich dieses Wort in den Mund genommen hatte. Und das ist eben die Reputation, und wir Menschen werden unserer eigenen Reputation gerecht. Das ist ein unfassbar starker Sog. Das, was wir glauben, dass wir sind, das werden wir auch. Gilt übrigens auch andersherum. Wie viele gerade junge Männer zu Kriminellen werden, weil ihnen das jemand gesagt hat, dass sie das sind. Einfach ein unheimlich starker Mechanismus, das Gefühl der eigenen Reputation. Deswegen geben Sie den Menschen eine hohe Reputation. Das ist das, was ich von dir halte. Ich glaube, dass du unheimlich hart arbeitest. Und jetzt, heute, scheinst du dem Thema nicht ganz gerecht zu werden. Was ist los? Also quasi immer den Maßstab eine Stufe höher setzen. Unheimlich stark. Dann lassen Sie Fehler als leicht zu beheben aussehen. Das ist in dieser Liste mein persönliches größtes Aha-Erlebnis. Was habe ich vorher gemacht? Ich habe das vor einigen Jahren bereits durchgearbeitet für mich persönlich und nutze die Prinzipien bereits seit ein paar Jahren und kann davon Effekten erzählen. Früher, damals, als ich jung war, habe ich damit mein Gegenüber den Effekt von einem Fehlverhalten, zum Beispiel im Team, nachvollzieht, die Konsequenzen des Fehlers erklärt. Also wenn wir das falsch machen, dann passiert das. Das wiederum hat zur Konsequenz, damit die Menschen natürlich verstehen, wie schlimm es ist, wenn wir an dieser Stelle einen Fehler machen. Dale Carnegie empfiehlt, machen Sie es genau andersherum. Dramatisieren Sie nicht die Konsequenz des Fehlers, sondern lassen Sie die Lösung
so klein und einfach wie nur irgendwie möglich aussehen. Beispiel, ich hätte jetzt meinen chaotischen Kollegen, dem ich das sagen möchte, dass er einfach zu chaotisch ist. Ja, dann würde ich in der Vergangenheit sagen, und wenn du chaotisch bist, dann verlieren wir Kundenprojekte. Das wiederum hat eine Konsequenz auf unseren Umsatz. Das wiederum hat eine Konsequenz auf wie viel Vertrieb wir uns leisten können. Das wiederum hat eine Konsequenz auf unser Wachstum. Also bitte sei organisiert. Hat einen großen Nachteil, denn je größer wir den Berg aufbauen, desto, ich sag mal, mehr wird die andere Person das Thema vor sich herschieben. Ich muss irgendwann mir mal richtig Zeit nehmen, um mich richtig um das Thema zu kümmern, weil ich weiß, ja, es ist schlimm, dass ich es mache, das ist einfach ein großes Thema. Ich brauche mal irgendwann die richtige Ruhe, um mich dann damit befassen zu können. Deswegen empfiehlt Dale Carnegie genau das Gegenteil, die Lösung leicht zu beheben aussehen lassen. Also zum Beispiel, lieber Kollege, wenn du einfach vor jedem Meeting dich 5 Minuten hinsetzt, dir kurz auf einen Zettel wirklich aufschreibst, was deine für dich 3 wichtigsten Gedanken sind, dann bist du in den Meetings ruhiger, du weißt, worauf du dich konzentrieren möchtest, kannst die Gespräche gut steuern, du wirkst souveräner, man kommst besser rüber und erzielst wesentlich bessere Ergebnisse. Und das Ganze kostet dich nur 5 Minuten für jedes Meeting. Das heißt, in dem Fall wird mein Gegenüber sich das anhören und sagen, stimmt, 5 Minuten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Person das Thema auch tatsächlich umsetzt, ist wesentlich höher, wenn ich die Lösung leicht zu beheben aussehen lasse. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Person auch tatsächlich handelt und das Thema umsetzt, ist durch diesen Punkt einfach um Größenordnung höher. Deswegen er ist sensationell, dieser Punkt. Und dann sorgen Sie dafür, dass andere Ihnen Empfehlungen gerne folgen. Meiner Wahrnehmung nach ist das so ein bisschen Fazit, fast schon Zusammenfassung aus den anderen Punkten. Wenn ich die Person Gesicht wahren lasse, werde ich den Widerstand nicht zu hoch hängen und es der Person leichter machen, diese Punkte tatsächlich umzusetzen. Wenn ich das in den Trainings sage, dann sagen mir manche der Teilnehmer immer noch, das ist ihnen zu soft. Das ist ihnen einfach zu weich und im Arbeitsalltag haben wir einfach nicht so viel Zeit. Das mag ja manchmal so sein, geht es auch direkter. Für alle, die straight Kritik äußern möchten und vielleicht auch mal an Zeitgenossen, bei denen die Wahrnehmungsschwelle für Kritik nicht besonders empfindlich ist. Vielleicht, weil sie länger in Deutschland waren und da schon etwas desensibilisiert sind. Also geht es auch direkter und gleichzeitig trotzdem respektvoll. Für all sie eine Idee. Nämlich der Reverse Sandwich. Also das ist der Sandwich, wo nicht erst das Brot, also irgendwie fluffel positiv, dann das Fleisch, warum ich den Sandwich jetzt in dem Fall eigentlich esse und dann wieder, sondern umgekehrt. Also das könnte so aussehen. Lieber Frank, ich werde dich kritisieren. Es gibt etwas, was ich dir sagen möchte, das wird nicht angenehm klingen. Also direkt das, worum es geht, als erstes. Dann einen wertschätzenden Kontext oder einen positiven Kontext, zum Beispiel, du bist bereits richtig gut fachlich, du bist sachlich kompetent, du hast super Ideen und du kannst aber wesentlich besser sein, wenn du nicht mehr so chaotisch bist. Deswegen kümmere dich bitte darum, dass du in deine Arbeitsprozesse Struktur bekommst. Das wäre dann wieder die Kritik. Ja, also erstens, ich werde dich kritisieren
Du bist bereits richtig gut, den positiven Kontext. Deswegen glaube ich auch, dass du es schaffen kannst. Deswegen glaube ich auch, dass es absolut wert ist, dass du in dieses Thema interessierst. Und deswegen nimm diesen Punkt dir zu Herzen und setz ihn um. Also kürzer, straighter. Probieren Sie es aus, vielleicht machen Sie es eh. Was setzt dieser Punkt aus den Dale Carnegie-Punkten um? Er beginnt nicht mit ehrlicher Wertschätzung, aber es ist eine ganz klare ehrliche Wertschätzung enthalten. Du bist bereits richtig gut in diesen Punkten. Deswegen sage ich dir das überhaupt. Lässt Gesicht wahren durch diese ehrlichen Wertschätzungskontext. Gibt dem anderen einen hohen Standard. Ja, du bist bereits richtig gut. Deswegen glaube ich auch, dass du diesen Punkt umsetzen kannst. Lässt den Fehler als leicht zu beheben sein und sorgt dafür, dass die andere Person der Empfehlung gerne folgt, weil es eben Gesicht wahrt, ehrliche Wertschätzung enthält, gleichzeitig knapp und auf dem Punkt ist. Für alle, die sich fragen, ob ein Reverse Sandwich auch noch etwas ausführlicher sein kann, ja, es gibt verschiedene Varianten. Sie können einfach für sich die unterschiedlichen Kombinationen natürlich ausprobieren. Und damit natürlich viel Spaß beim Umsetzen der einzelnen Ideen für noch besseres kritisches Feedback und bei gleichzeitig noch besseren und tieferen Beziehungen zu unseren Mitmenschen und unseren Mentees ins ganz Besonderes. Wir sehen uns gleich im nächsten Modul.